Stellen Sie sich eine Person mit glänzenden mechanischen Zahnrädern auf dem Arm vor oder ein Porträt, das so realistisch ausgearbeitet ist, dass es scheint, als wäre unter der Haut ein Bildschirm mit einem Foto versteckt. Und wie wäre es mit einer Spinne am Hals, die unwillkürlich Passanten zusammenzucken lässt? All das sind nicht nur Spezialeffekte oder Tricks. Moderne Tätowierer sind in der Lage, den menschlichen Körper in eine echte Leinwand für Kunstwerke zu verwandeln, indem sie nur Pigmente und Nadeln verwenden. Machen Sie es sich bequem, heute sprechen wir über die realistischsten, unglaublichsten und originellsten Tätowierungen der Welt. Fotorealismus. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Ölgemälde malen, aber anstelle eines Pinsels haben Sie eine vibrierende Maschine mit einer mikroskopischen Nadel, darunter menschliche Haut und kein Recht auf Fehler. Der Künstler muss die Technik perfekt beherrschen, um sanfte Schatten zu erzeugen, die Farben genau auszuwählen, wobei er berücksichtigt, wie sie unter der Hautschicht aussehen werden und in der Lage sein, das Bild an die natürlichen Kurven des Körpers anzupassen. Bereits in den 70er Jahren versuchten die ersten Mutigen in den Untergrundsalons Amerikas auf lebende Haut zu übertragen, echte Fotografien. Es dauerte fast 30 Jahre Experimente, bis ein Wendepunkt erreicht wurde und im Arsenal der Meister grundlegend neue Ausrüstung erschien. Maschinen mit präziser Durchstichgenauigkeit, Nadeln von unglaublicher Feinheit, Pigmente mit erhöhter Farbwiedergabe. Plötzlich stellte sich heraus, dass menschliche Haut nicht nur eine Oberfläche für Zeichnungen sein kann, sondern ein vollwertiger künstlerischer Raum, in dem das Spiel von Licht und Schatten einen Effekt von Volumen und Tiefe erzeugt. Moderne Technologien haben Künstlern wahrhaft grenzenlose Möglichkeiten eröffnet. Spezielle Maschinen mit einstellbarer Durchstichtiefe ermöglichen es, mit verschiedenen Hautschichten zu arbeiten und Effekte zu erzeugen, die früher unmöglich waren. Pigmente der neuen Generation behalten ihre Helligkeit über Jahrzehnte, ohne zu verblassen oder an Schärfe zu verlieren. Aber der Paradox ist, dass all diese hochmoderne Ausrüstung nur Werkzeuge in den Händen des Meisters sind. Stellen Sie sich eine Arbeit vor, bei der jeder Quadratzoll Haut über mehrere Stunden bearbeitet wird, bei der der Meister bis zu 30 mikroskopische Schichten Pigment aufträgt, bei der das Spiel von Licht und Schatten mit mathematischer Präzision berechnet wird. Heute, wenn man die besten Arbeiten im Fotorealismus-Stil betrachtet, stellen sich die Zuschauer oft dieselbe Frage: Ist das wirklich eine Zeichnung? Porträts, in denen man jede Hautpore erkennen kann, Wassertropfen, die man mit der Hand abwischen möchte, mechanische Details, die wie unter die Haut implantiert wirken, all das ist keine Fantasie mehr, sondern die Realität der modernen Tätowierkunst. Der Wert von Erfahrung und Talent wird durch das Vorhandensein von Meistern wie Nico Hurtado unterstrichen. Für Fans der Körpermalerei klingt sein Name fast wie ein Synonym für Perfektion. Dieser amerikanische Meister aus Los Angeles wurde buchstäblich innerhalb eines Jahres zu einer wahren Legende, indem er die Kunst der fotorealistischen Tätowierung auf ein neues Niveau hob. Auf eine nie dagewesene Höhe. Aber die Preise des Meisters entsprechen seinem Status. Der Mindestpreis für eine Sitzung beginnt bei $2000 und für ein großes Projekt muss derjenige, der sich mit einem weiteren Meisterwerk des Künstlers schmücken möchte, eine beträchtliche Summe von $30.000 bis $50.000 ausgeben. Aber nicht nur der Meister sollte Charakter zeigen. Stellen Sie sich vor, wie man stundenlang regungslos bleibt und das ständige Brennen von Hunderten von Nadeln erträgt. Schmerz ist unvermeidlich. Ein Begleiter dieses Prozesses und seine Intensität variiert von erträglichem Unbehagen bis zu einer echten Belastungsprobe. Besonders schwierig gelten Bereiche mit dünner Haut und nahegelegenen Knochen, Rippen, Schlüsselbeine, Knie, die Innenseite der Arme. Selbst erfahrene Meister geben zu, dass etwa 15% der Kunden es nicht aushalten und die Arbeit abbrechen, besonders während langer Sitzungen an schwierigen Körperstellen. Menschen wählen Fotorealismus aus verschiedenen Gründen. Manche möchten ein genaues Bild einer geliebten Person oder eines denkwürdigen Ortes auf ihrem Körper bewahren. Andere empfinden ästhetisches Vergnügen, indem sie hohe Kunst auf sich tragen. Und einige streben einfach nach einem möglichst einzigartigen Selbstausdruck. Anatomie und Biomechanik. In der Welt der realistischen Tätowierungen gibt es eine besondere Richtung, die Passanten dazu bringt, stehen zu bleiben und den Träger genauer zu betrachten. Es geht um Arbeiten, die das Geflecht der Muskeln mit solcher Präzision enthüllen, dass sie die Grenze zwischen Kunst und medizinischer Illustration verwischen. Die besten Meister dieser Richtung studieren jahrelang medizinische Handbücher, besuchen anatomische Theater und vertiefen sich in die Feinheiten der Muskeldynamik, um absoluten Realismus in ihren Arbeiten zu erreichen. Die beeindruckendsten Exemplare dieses Genres erzeugen den Effekt einer teilweisen Öffnung, wenn ein Körperbereich völlig normal aussieht, während der benachbarte Bereich aussieht, als wäre er ohne Haut und eine perfekt ausgearbeitete Muskulatur zeigt. In diesen Arbeiten ist jedes Detail wichtig: die Richtung der Muskelfasern auf dem Rücken, die die echte anatomische Struktur nachahmt, das Spiel von Licht und Schatten auf der reliefartigen Oberfläche, die sanften Übergänge zwischen verschiedenen Muskelgruppen. Besondere Meisterschaft ist bei der Erstellung dynamischer Bilder erforderlich.
Der Künstler muss voraussehen, wie sich das Muster bei der Bewegung des Körpers verändern wird. Ein besonderer Bereich in dieser Kunst sind Arbeiten im Stil, bei dem organische Anatomie auf mechanische Elemente trifft. Hier steht der Meister vor der äußerst schwierigen Aufgabe, eine überzeugende Symbiose aus lebendigem Gewebe und technologischen Komponenten zu schaffen. Diese Tätowierungen lassen uns unseren eigenen Körper neu betrachten, ihn nicht nur als Hülle sehen, sondern als unglaublich komplexen und schönen Mechanismus, der es wert ist, in der Kunst verewigt zu werden. Sie werden zu einem anschaulichen Erinnerungsstück, das danach, unter einer dünnen Hautschicht verbirgt sich ein ganzes Universum biologischer Perfektion. Nicht weniger beeindruckend sind Tätowierungen, die die Knochenstruktur enthüllen, wahre Meisterwerke des anatomischen Realismus, bei denen der menschliche Körper zu einem lebendigen Lehrbuch der Osteologie wird. Knochen, die durch die dünne Hautschicht hervortreten, erzeugen einen unheimlich schönen Effekt eines lebenden Skeletts, besonders wenn beim Bewegen Schatten zwischen den gezeichneten Knochenplatten spielen. Die Wirbelsäule wird zur zentralen Achse, um die sich die gesamte Komposition des Körpers entfaltet. Ein Künstler, der in diesem Bereich arbeitet, muss über Kenntnisse verfügen, die eines Dozenten an einer medizinischen Hochschule würdig sind, die Lage der knöchernen Orientierungspunkte verstehen und die natürlichen Krümmungen der Gelenke berücksichtigen. Eine eigene Kategorie sind die fantastischen anatomischen Tattoos, bei denen unter der Haut nicht in der Natur vorkommende Elemente entdeckt werden. Das können Uhrwerke anstelle von inneren Organen sein, Kristalle anstelle von Knochen oder ganze kosmische Galaxien im Brustkorb. Solche Arbeiten sind besonders beliebt bei Liebhabern von Cyberpunk und Science Fiction. Der Prozess der Erstellung eines solchen Tattoos dauert im Durchschnitt etwa 30 Stunden. Natürlich wird die Arbeit auf mehrere Sitzungen aufgeteilt, was den Prozess nicht weniger schmerzhaft und anstrengend macht. Zuerst studiert der Künstler sorgfältig die Anatomie des Kunden und notiert die Besonderheiten der Muskelreliefs und der Hautbewegungen. Dann wird ein Entwurf erstellt, der an den spezifischen Körper angepasst ist. Was bei einer Person perfekt aussieht, kann bei einer anderen aufgrund individueller anatomischer Unterschiede nicht funktionieren. Das Auftragen erfordert eine spezielle Technik. Der Meister verwendet komplexe Abstufungen von schwarzen und grauen Pigmenten, um einen tiefen Effekt zu erzeugen, und arbeitet sorgfältig Licht und Schatten aus, damit das Bild mit den echten Muskeln des Kunden interagiert. Besondere Aufmerksamkeit wird den Übergangsbereichen zwischen der echten Haut und dem Bild gewidmet. Zweifellos müssen die Grenzen für den gewünschten Effekt so überzeugend wie möglich aussehen. Aufgrund der Komplexität der Ausführung sollten solche Arbeiten jedoch nur von erfahrenen Meistern durchgeführt werden, die sich auf anatomischen Realismus spezialisiert haben. Eine misslungene Arbeit kann sich in einen unleserlichen dunklen Fleck verwandeln, da sie den Einsatz einer großen Menge an Schatten erfordert. Außerdem können solche Tätowierungen mit dem Alter, bei Gewichtszunahme oder Verlust stärker deformiert werden als gewöhnliche und verlieren dadurch ihre Realitätsnähe. Daher sollten sie nur an spezialisierten Orten von geprüften Meistern mit einem umfangreichen Portfolio gestochen werden. Die Kosten für Arbeiten dieses Niveaus sind deutlich höher als der Durchschnitt. Der Preis wird nicht nur durch den Zeitaufwand bestimmt, sondern auch durch die Notwendigkeit, hochwertige Pigmente zu verwenden, die die Klarheit bewahren, der Bilder über Jahre hinweg. Die Kosten für eine durchschnittliche Sitzung dieses Niveaus beginnen bei $500 und die Anzahl der Sitzungen wird durch die Komplexität und den Umfang des geplanten Projekts bestimmt. Ist das für immer? Aber was, wenn das Ergebnis der Arbeit Sie nicht zufriedenstellt? Ist das unerwünschte Tattoo jetzt für immer bei Ihnen? Noch vor 2 Generationen war ein Tattoo ein Urteil. Mit handwerklichen Methoden entfernte Tattoos blieben für immer auf der Haut und hinterließen im besten Fall hässliche Narben, die manchmal schlimmer aussahen als das Tattoo selbst. Zum Glück hat die Wissenschaft eine Lösung gefunden. Lasergeräte zerkleinern buchstäblich die Pigmentmikropartikel, die allmählich vom Körper ausgeschieden werden. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, es ist kein sofortiger Prozess. Eine Sitzung kann nicht weniger schmerzhaft sein als das Tätowieren selbst und einige beschreiben es als Folter mit glühenden Nadeln. Und es wird mehr als nur eine Sitzung benötigt. Der vollständige Kurs zur Entfernung des Motivs kann sich durchaus über ein halbes Jahr erstrecken. Schwarze Tattoos verschwinden relativ leicht, aber grüne und gelbe Pigmente können sich als nahezu unverwundbar erweisen. Der kreativste Ansatz ist das Überdecken. Erfahrene Künstler verwandeln ein altes Tattoo in ein völlig neues Kunstwerk. Aber es gibt hier Nuancen. Das neue Bild muss dunkler und größer als das Original sein. Aber wenn mehrere Überdeckungen nicht das gewünschte Ergebnis bringen, kann man zu verzweifelteren Maßnahmen greifen. Dafür gibt es eine Richtung namens Blackwork, eine kraftvolle monochrome Abdeckung großer Körperbereiche mit dichtem schwarzen Pigment. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Überdeckung handelt es sich hier um eine totale Umgestaltung. Arme, Beine, sogar ganze Oberkörper werden in lebende Skulpturen aus schwarzem Samt verwandelt. Aber so etwas zu entfernen wird praktisch unmöglich sein. Deshalb muss die Idee, ein misslungenes Tattoo mit schwarzer Farbe zu übermalen, äußerst gut überlegt sein. Welchen Haupttipp geben die Spezialisten?
Der beste Weg, um die Entfernung eines Tattoos zu vermeiden, ist ein sorgfältiger Ansatz bei der Auswahl. Machen Sie eine temporäre Variante mit Henna, tragen Sie sie 1 bis 2 Wochen, wählen Sie den Künstler sorgfältig aus, studieren Sie das Portfolio und lesen Sie Bewertungen. Und denken Sie daran, ein Tattoo sollte eine bewusste Wahl sein und keine impulsive Entscheidung. Denn obwohl uns moderne Technologien eine zweite Chance gegeben haben, wurde noch kein perfekter Weg erfunden, die Vergangenheit zu löschen. Denken Sie daran, ein Tattoo ist eine Geschichte, die auf Ihrer Haut geschrieben ist. Stellen Sie sicher, dass es eine Geschichte ist, die Sie Ihr ganzes Leben lang immer wieder lesen möchten. Tätowierungen aus der Antike. Für viele ist der Prozess des Tätowierens vergleichbar mit dem Erschaffen einer persönlichen Geschichte. Zum Beispiel reisen heutzutage immer mehr Menschen in verschiedene Länder, um sich von Künstlern aus der ganzen Welt tätowieren zu lassen. Sie verwandeln ihren Körper in eine einzigartige Sammlung. Wussten Sie, dass einer der gefragtesten Tätowierer der Welt eine langjährige Meisterin von den Philippinen ist? Mit ihren 108 Jahren hat sie ihr Talent immer noch nicht verloren. Und sie schmückt mit Freude die Körper ihrer Kunden mit Tätowierungen, indem sie ausschließlich die alte nationale Technik in ihrer ursprünglichen Form verwendet. In ihren Händen gibt es keine elektrische Maschine, nur ein Bambusstock, ein Dorn eines Zitrusbaums und Tinte, die aus Kiefernruß mit Wasser gemischt hergestellt wird. Jede Linie, die von den Händen von Wang Od aufgetragen wird, trägt eine tiefe sakrale Bedeutung. Die heutigen Besucher wählen oft Symbole, die mit Stärke, Schutz oder der Verbindung zur Natur verbunden sind, obwohl viele einfach nur ein beliebiges Muster aus den Händen der legendären Meisterin erhalten möchten. Interessanterweise hat Wang Od selbst ihr Dorf nie verlassen und dennoch hat sich ihre Hütte in einen wahren Wallfahrtsort verwandelt, zu dem täglich Dutzende von Menschen aus der ganzen Welt strömen, bereit, einen langen und schwierigen Weg für ein paar Symbole auf ihrer Haut auf sich zu nehmen. Die müden Reisenden, die ihre Hütte mit dem Gefühl der Erfüllung verlassen, strahlten buchstäblich vor Glück. Leuchtende Tätowierungen. Übrigens können auch die Tätowierungen selbst leuchten. Die Idee, Zeichnungen auf der Haut zum Leuchten zu bringen, existierte lange Zeit an der Grenze zwischen Mythos und Realität. Die Geschichte dieser Richtung ist voller Experimente und erstaunlicher Entdeckungen und moderne Technologien verwandeln den Traum von leuchtenden Tattoos allmählich in eine greifbare Perspektive. Die moderne Entwicklungsphase der leuchtenden Tattoos begann mit dem Aufkommen relativ sicherer Tinten, die nur unter ultraviolettem Licht sichtbar sind. Diese Zusammensetzungen wurden zu einer Kompromisslösung. Sie leuchten nicht von selbst in völliger Dunkelheit, erzeugen jedoch einen beeindruckenden Effekt bei spezieller Beleuchtung. Die Ästhetik der leuchtenden Tattoos entwickelt sich parallel zu den Technologien. Derzeit sind mehrere Richtungen besonders beliebt. Kosmische Motive, Unterwasserszenen, futuristische Designs, die an elektronische Schaltkreise erinnern und abstrakte Energieflüsse. Besonders eindrucksvoll wirken Arbeiten, bei denen normale Tinte mit leuchtenden Elementen kombiniert wird, um ein mehrschichtiges Bild zu schaffen, das sich je nach Beleuchtung verändert. Der Hauptknackpunkt liegt jedoch in der Sicherheit dieses Ansatzes. Die meisten der vorhandenen lumineszierenden Zusammensetzungen enthalten Phosphor oder andere potenziell toxische Elemente, was sie ungeeignet für die Zertifizierung als Kosmetikprodukte macht. Alternative Entwicklungen auf Basis organischer Verbindungen sind bisher entweder zu kurzlebig oder nicht hell genug. Trotz aller Schwierigkeiten gehen die Forschungen in diesem Bereich weiter. Führende Hersteller von Tätowiermaterialien investieren in die Entwicklung sicherer lumineszierender Zusammensetzungen und einige private Studios bieten bereits experimentelle Verfahren mit verbesserten Tinten. Vielleicht in ein paar Jahren werden wir Zeugen des Aufkommens wirklich sicherer und langlebiger leuchtender Tattoos, die unser Verständnis verändern könnten. Über Körperkunst. Heute bleiben leuchtende Tattoos ein Nischenprodukt für mutige Experimentatoren. Sie existieren in einem seltsamen Zwischenzustand. Schon keine Fantasie mehr, aber noch keine alltägliche Realität. Wie viele revolutionäre Technologien durchlaufen sie eine Phase des Skeptizismus, bevor sie möglicherweise genauso alltäglich werden wie farbige Tattoos einst? Trash-Polka. Stellen Sie sich ein Tattoo vor, das aussieht, als wäre es während eines Hurrikans entstanden. Schwarz-rote Kleckse, zerrissene Linien, Fotos, die in Fetzen gerissen sind und Text, den jemand wütend durchstreichen wollte. Das ist kein Fehler des Meisters und nicht das Ergebnis eines Streits. Das ist Trash-Polka, der rebellischste Stil in der Welt der Tattoos, wo Chaos zur höchsten Kunstform wird und Unvollkommenheit eine bewusste ästhetische Wahl ist. In einer Zeit, in der Tätowierungen zu einem Massenphänomen geworden sind, bleibt Trash-Polka die letzte Bastion des echten Protests. Die Philosophie der Trash-Polka ist tiefer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es ist die Manifestation eines sorgfältig durchdachten Chaos, bei dem jedes Element seinen genau zugewiesenen Platz einnimmt. Die Meister dieser Richtung vergleichen ihre Arbeit mit musikalischer Improvisation. Die scheinbare Spontanität basiert in Wirklichkeit auf klaren Regeln und jahrelanger Erfahrung. Die schwarz-rote Palette erzeugt eine dramatische Spannung.
Fotografische Fragmente prallen auf abstrakte Formen und raue Texturen imitieren Spuren von Vandalismus, als ob jemand versucht hätte, das Bild zu zerstören, aber es nicht zu Ende gebracht hat. Technisch gesehen bleibt Trash-Polka eine der anspruchsvollsten Richtungen in der Tätowierkunst. Der Künstler muss gleichzeitig die Technik des Fotorealismus beherrschen, die Gesetze der abstrakten Komposition verstehen und das Gespür für die Dynamik haben. Der Straßenkunst. Der Prozess der Erstellung eines solchen Tattoos erinnert an das Zusammenstellen einer komplexen Collage. Zuerst wird die schwarze Basis aufgetragen, dann werden blutrote Akzente hinzugefügt und die Komposition wird durch grafische Elemente vervollständigt. Zahlen, Buchstaben, mechanische Details, die mit sichtbarer Nachlässigkeit eingefügt sind. Das Besondere an Trash-Polka ist ihre erstaunliche Fähigkeit, alte, misslungene Tattoos in neue Kunstwerke zu verwandeln. Dank der komplexen, vielschichtigen Struktur und der aggressiven Textur, dieser Stil eignet sich perfekt zum Überdecken vorheriger Arbeiten. Viele wählen bewusst Trash-Polka, um nicht nur jugendliche Fehler zu kaschieren, sondern sie in einen Teil einer neuen visuellen Erzählung zu verwandeln. Kritiker werfen der Richtung oft übermäßige Düsternis und Aggressivität vor. Tatsächlich geht es bei der klassischen Trash-Polka nicht um Zärtlichkeit und nicht um die Ästhetik sozialer Netzwerke. Es ist die Wahl derjenigen, die den Körper als Raum für Ausdruck betrachten. Typische Motive umfassen zerstörte architektonische Elemente, Gesichter, die in Pixel zerfallen und Mechanismen, die durchwachsen. Durch das Fleisch und Textfragmente mit dem Effekt einer beabsichtigten Verwischung. Die moderne Trash-Polka entwickelt sich weiter, indem sie Elemente des Cyberpunk, Glitch-Art und sogar digitaler Technologien aufnimmt. Einige Künstler experimentieren mit erweiterter Realität und lassen ihre Arbeiten durch spezielle Apps lebendig werden. Aber das Wesen der Richtung bleibt unverändert. Es ist eine Kunst für diejenigen, die Schönheit in der Unvollkommenheit, Harmonie im Dissonanz und Sinn im scheinbaren Chaos finden. Vielleicht ist es genau deshalb, dass diese Richtung trotz ihrer Brutalität und Komplexität weiterhin neue Anhänger auf der ganzen Welt anzieht. Tätowierungen sind längst nicht mehr nur Schmuck. Heute ist es eine vollwertige Kunst, die in der Lage ist, zu überraschen, zu provozieren und ganze Geschichten ohne ein einziges Wort zu erzählen. Von realistischen, anatomischen Meisterwerken bis hin zu witzigen Tattoos, sie verwischen weiterhin die Grenzen zwischen Körper und Kreativität. Vielleicht liegt genau darin die Hauptmagie der Tätowierungen. Sie erinnern uns daran, dass der menschliche Körper die erstaunlichste Leinwand ist, die nicht nur Schönheit, sondern auch Bedeutung tragen kann. Das war's. Danke fürs Zuschauen.